Hallo und herzlich willkommen bei Togo Reisemobile. Heute zeige ich euch, wie cool ein Columbus 601 aussehen kann. Wer unserem Kanal schon ein bisschen länger folgt, hat sowas Ähnliches schon mal gesehen. Aber ich finde es immer wieder zeigenswert. Und da das ein Fahrzeug ist, was sogar zur Verfügung steht, das heißt, ihr könntet mit eurer Familie diese Saison mit einem so coolen Westfalia Columbus 601 unterwegs sein. Deswegen lasst uns mal anschauen, was wir an dem Fahrzeug verändert haben, wie cool der ist und ob der vielleicht genau zu euren Reiseverhalten passt. Also, let's go! Westfalia Columbus 601 mit einem richtig schön optischen Gesamtpaket. Wenn ihr sagt, ihr wollt dieses Auto genauso umarmen, wie ich das gerade tue, weil das euer eigenes ist oder euch lässig am Strand so hinstellen könnt an euer eigenes Auto, der QR-Code hier neben mir zeigt euch die Anzeige von genau diesem Fahrzeug. Genau so steht er nämlich zur Verfügung. Und wenn ihr die jetzt gerade nicht abfilmen könnt oder abfotografieren könnt mit dem Handy, also einfach Handy-App, Fotoapparat öffnen, draufhalten, dann seid ihr in der Anzeige. Dann klickt unten in der Videobeschreibung auf den Link zu unserer mobile.de Anzeige. Da kriegt ihr alle technischen Daten zu diesem Fahrzeug mit Preisen und genauer Ausstattung nochmal genau aufgelistet. Bevor wir hier einsteigen in die Modifikation und was wir alles gemacht haben, erstmal ein paar Infos für euch vorab. Ihr solltet unseren Kanal abonnieren. Das wäre nämlich wichtig, damit ihr up to date bleibt, was es an Neuigkeiten gibt, weil demnächst ja auch die ganzen Händlertagungen wieder losgehen. Und ich glaube, zum Modelljahr 25 wird sich nochmal das ein oder andere tun. Deswegen denkt dran, jetzt unseren Kanal zu abonnieren, damit ihr auch informiert bleibt, wenn es was Neues gibt. Und dann zeigen wir euch nämlich auch nicht nur alle Neuigkeiten, sondern auch Sachen, die wir verändert haben. Das hier ist zum Beispiel ein Columbus 601. Und beim Columbus 601 hat man immer so ein bisschen das Thema, was mache ich mit Gewicht, wie gehe ich das an, wie mache ich vielleicht die äußere Optik passend zu dem, wie cool der Wagen von innen sowieso schon ist. Da haben wir gedacht, wir zeigen das einfach mal an einem Fahrzeug, was bei uns hier zur Verfügung steht. Also was haben wir hier? Wir haben einen Columbus 601. Alles, was mit 6.0 bei Westfalia anfängt, steht immer für 6 Meter. Das heißt, das ist ein 599er Ducato mit einem festen Querdoppelbett, den es wahlweise mit oder ohne Aufstelldach gibt. Wir haben jetzt hier die Variante mit Aufstelldach, wo Westfalia die ein oder andere absolute Spezialität drin hat. Das Aufstelldach kann Sachen, die andere Aufstelldächer eben nicht können. Das zeige ich euch aber gleich nachher im Innenraum. Das heißt, so wie er hier steht, ist er eigentlich perfekt für jede Lebens- und Reisesituation geeignet. Wahlweise Doppelbett unten und Doppelbett oben, wenn ihr Winter und Sommer unterschiedlich machen wollt. Getrennt schlafende Erwachsene, einer oben, einer unten. Familie mit 2 Kindern. Familien mit 2 Kindern, die sich nicht mögen, dann kann ein Elternteil oben und eins unten schlafen mit jeweils einem Kind. Also es sind unfassbar viele Nutzungsvarianten. Wir selber sind 2 Jahre mit so einem Columbus 601 unterwegs gewesen. Und mich hat das Raumangebot in diesem Fahrzeug immer wieder fasziniert. Und so wie der Wagen ab Werk kam er als 3,5 Tonner. Und bei 3,5 Tonnen habt ihr bei so einem 6 Meter Auto mit Aufstelldach immer das Problem, dass die Regelungen, was Gewichte angeht, ja immer strenger ausgelegt werden. Und deswegen haben wir für uns entschieden, es wäre, ich will nicht sagen unseriös, jetzt wenn wir dieses ganze Paket an Zubehör dran haben, es nicht aufzulasten, aber man hat halt die Wahlmöglichkeit, auf 4,25 Tonnen oder 3,5 Tonnen zu gehen. Und wir haben uns hier entschieden, den 4,25 Tonnen Weg zu gehen, damit ich 4 eingetragene Sitzplätze habe, ausreichend Zuladungsspielraum. Und wenn ich auflasten muss, haben wir gedacht, wie machen wir das? Lass uns gleich ein cooles Fahrwerk reinmachen. Und so haben wir gedacht, das, was die meisten Fahrzeuge von uns bekommen, machen wir gleich von Anfang an. Und haben gesagt, hinten schön eine Zusatzluftfeder einzubauen, mit einer schicken Felge, mit einer vernünftigen AT-Bereifung, dass man nicht nur mehr Funktionalität drin hat, sondern auch absolut einen technischen Mehrwert kombiniert mit toller Optik hat. Und wenn man so eine Zusatzluftfeder an der Hinterachse hat, muss die natürlich auch von irgendwo gesteuert werden. Dadurch, dass der Wagen hier die elektrische Handbremse mit hat, haben wir hier das Bedienteil an der Seite mit dran, wo ihr den Druck für die Zusatzluftfeder an der Hinterachse eben links und rechts unterschiedlich voneinander einstellen könnt und vor allem eben dadurch auch die Härte des Fahrzeugs, des Fahrwerks so ein bisschen einstellen könnt, so wie ihr das am liebsten mögt. Weil wir so wie das Auto jetzt dasteht, wir können mal in unserem Archiv gucken, ob wir das ein oder andere Bild finden. Das können wir euch jetzt einblenden, wie so ein Auto auf Stahlfelgen mit 16 Zoll Felgen aussieht. Sieht ein bisschen anders aus. Und vorne muss man dann natürlich damit einhergehen. Wenn ich hinten hochkomme, muss ich das auch vorne
kann man das hier sehen. Ich weiß nicht, kannst du mal bitte hier von oben reinfilmen? Da oben in der Ecke sind so blaue Federn. Da sind die originalen Federn von Fiat rausgeflogen, dass wir insgesamt etwas mehr Bodenfreiheit haben. Und so, denke ich, haben wir ein schickes Gesamtpaket an Optik. Und wenn wir schicke schwarze Felgen haben, haben wir gesagt, komm, wir ziehen das konsequent durch. Immer wieder gern genommen, schwarze Schiebetürschiene. Und normalerweise wäre jetzt hier eine silberne Windrose drauf. Ich fand, Silber passt so gar nicht zu dem Rest des Autos. Deswegen haben wir die silberne Windrose runtergenommen, uns schwarze anfertigen lassen und die auf beiden Seiten drauf gemacht. Und so, finde ich, haben wir einen unfassbar coolen Kastenwagen. Man muss ja immer noch sagen, sieht hier aus wie ein echter Offroader. Aber ist halt trotzdem einfach nur ein normales Wohnmobil. Und was der Wagen noch so kann und was wir an tollen Ausstattungsfeatures drin haben, das sollten wir uns jetzt einfach mal gemeinsam angucken. Ihr kriegt jetzt mal, das haben wir lange nicht mehr gemacht, ein paar schöne Bilder von dem Fahrzeug drumherum mit den Details zu Felgen und schöner Musik. Aufgabe für dich. Und wenn ihr euch das angeguckt habt, dann gucken wir gemeinsam, wie der Wagen von drinnen aussieht. Und dann zeige ich euch, warum der Columbus 601 gerade für eine Familiensituation bestimmte Dinge einfach richtig gut macht und vielleicht eine tolle Lösung auch für euch sein könnte. Bevor wir reingehen ins Auto, eine absolute Alleinstellung, was ich euch einfach nochmal mit auf den Weg geben musste. Wir versuchen ja selber immer unterschiedliche Autos zu nutzen, um auch wirklich die Erfahrungswerte zu haben. Und für mich eine ganz krasse Erfahrung war das Umräumen des Columbus in unser jetziges Auto, den Turin Vario, den ich auch echt gerne mag. Aber der Heckstauraum, wir machen jetzt einfach mal ein Bild vom Turin Vario mit rein, ist tatsächlich eine ganze Ecke enger. Wenn man sich das anguckt, und ich glaube, ich habe sogar was zu messen hier, das ist die absolute Alleinstellung eines Columbus. Wir haben zum Beispiel auch viele Leute, die sagen, ich nehme das Auto auch, wenn ich nicht mit der Familie unterwegs bin, um zu Sportevents zu fahren. Könnt ihr nämlich einfach losgehen, das hintere Bett einfach hochklappen, ein oder zwei Fahrräder hier hinten quer reinstellen und dann habt ihr immer noch ein Einzelbett, was ihr hier nutzen könnt und das Doppelbett oben drin. Oder wenn ihr einen Columbus ohne Aufstelldach bestellt, theoretisch vorne die Möglichkeit mit einem zusätzlichen Bett zum Aufbauen, auch das zu machen. Oder auch Leute, die teure E-Bikes mit in Urlaub nehmen wollen, auf großen Etappen, die Fahrräder hinten rein, einer schläft hinten quer, einer schläft in der Sitzgruppe oder im Aufstelldach oben und dann habt ihr eure teuren Fahrräder im Fahrzeug mit drin, bis ihr an einem quasi gesicherten Ort im Urlaub irgendwo ankommt. Und für mich war die Erkenntnis halt wirklich, dass wir hatten unseren Columbus-Stauraum über die Jahre ziemlich optimiert, pickepacke voll. Dann habe ich alles genommen, rausgeräumt in die Garage und dann kam das neue Auto, habe ich alles wieder reingeräumt, war fertig mit dem Stauraum, hatte es voll in meinem Turin Vario und hatte noch zwei Riesenpakete mit Stand-Up-Pedalboards mit dastehen, die einfach nicht mehr reingepasst haben. Was ich einfach sagen will, dieser Stauraum ist gewaltig und um euch das ein bisschen zu geben, wir haben hier in der Breite 1,86. Ich mache mal kurz, dass ich hier eine vernünftige Tiefe messen kann. In der Tiefe bis zu dem, kann man den Schrank da sehen, bis zu dem Schrank vorne knappe 80, also 79,5. Und dann 1,38 unterm Bett. Das hier vorne ist ein bisschen weniger als die 79. Aber das, was es halt wirklich ausmacht, da sind es knapp 65 cm. Das, was es ausmacht an mehr Stauraum, ist, dass ihr bei den meisten Autos eben hier auf der einen Seite Gaskasten oder Frischwasser habt und auf der anderen Seite eben
das Pendant dazu und nicht diese komplette Breite. Das kann sich Westfalia so erlauben, weil wir hier serienmäßig eine Dieselheizung haben, weil wir serienmäßig einen Kompressorkühlschrank haben. Das heißt, man sollte das mit einer adäquaten Batteriekapazität ausstatten. Vielleicht so wie hier mit einer Solaranlage oben auf dem Dach. Immerhin 350 Watt Leistung. Und dadurch, dass man quasi kein Gas braucht, hat Westfalia nur einen Gaskasten für eine Gasflasche. Und damit kommt ihr 1, 2, 3 Jahre, je nachdem wie viel ihr kocht, klar. Und damit ist man echt super unabhängig, kombiniert mit wahnsinnig viel Stauraum. So, das war's zum Stauraum. Jetzt gucken wir aber wirklich ins Auto rein. So, bevor ich euch das Auto von innen zeige, wir machen einfach mal schnell das Dach hoch. Das können wir auch gemeinsam machen, damit ihr seht, wie schnell und einfach das bei so einem Kastenwagen geht. Bei Westfalia ist es tatsächlich einfach nur einmal auf dieser Seite lösen und einmal auf der gegenüberliegenden Seite den Gurt lösen. Und bevor ich dem Dach jetzt den entscheidenden Stups gebe, ich weiß nicht, kann man hier, guck mal, wenn du meine Hand, kann man sehen, ne? Ja. Das ist wirklich der Abstand. Ich habe doch auch ein Maßband mit in der Tasche. Was haben wir da oben? Knappe 10 cm würde ich sagen, die wir wirklich zur Decke haben. Und das ist eine absolute Alleinstellung, weil Westfalia, guck mal, ich mache das Dach mal hoch, dann können wir uns entspannt unterhalten. So, und wenn das Dach oben ist, dann guckt ihr jetzt mal guckt ihr mal hoch, wir haben das ja schon mehrfach gezeigt, dann habt ihr halt da oben einfach ein riesengroßes Doppelbett mit über 2 Meter Länge, mit etwas über 1,30 Breite, in dem man einfach wirklich gut schlafen kann. Und das Tolle ist, dass ihr bei Westfalia eben die Möglichkeit habt, so als Sommerlösung zu haben, auch wenn es gerade nicht besonders warm draußen ist, kann man da oben schlafen. Und wenn es wirklich kalt ist, gibt es dazu ein komplettes Isomattenset, was von innen davor geklemmt wird oder geklettet wird. Und da haben wir zum Beispiel bei Minusgraden oben mit Sommerdecke und quasi kurzer Hose geschlafen. Wenn da 2 Personen oben schlafen, das ist wie im normalen Auto, so viel aufsteigende Hitze von oben, das Ganze schön gedämmt und es ist, und das war für mich auch echt eine angenehme Erfahrung, gleichzeitig auch eine richtige Geräuschdämmung. Damit schläft man im Aufstelldach auch nicht mehr ganz so draußen, wie es so ist. Und im Sommer, wenn das Wetter toll ist und man in einer schönen Umgebung steht, lässt man es einfach weg und kann schön zu den Seiten und nach vorne rausgucken und schläft quasi draußen. Hat also auch kein Problem mit irgendeiner Stauhitze oder sonstigen, sondern genießt dieses Draußenschlafen. Grundsätzlich, wenn wir jetzt mal sagen, dieser Columbus, für den ihr übrigens hier, wir blenden irgendwie jetzt mal für die nächsten 10, 15 Sekunden einen QR-Code irgendwo neben mir ein, das wäre die mobile.de Anzeige. Wenn ihr es am Fernseher oder zu Hause guckt, könnt ihr einfach mit dem Handy das abfotografieren. Für diejenigen, die es am Handy oder sowas gucken, wenn ihr euch für die genaue Ausstattung dieses Autos interessiert, findet ihr unten in der Videobeschreibung den Link zur mobile.de Anzeige. Wenn man aber grundsätzlich sagt Columbus 601, einmal muss euch klar sein, das, was wir hier sehen, ist der aktuelle Möbelbau. Den wird es in Zukunft so nicht mehr geben. Westfalia geht den Schritt so ein bisschen zu mehr Ton-in-Ton-Lösung. Und wir haben relativ viele Leute dabei, die sagen, aber warum denn? Ich hätte doch so gerne das, was so Westfalia ausmacht mit dem dunklen Holz, den klar weißen Fronten. Das wäre jetzt dieses Frühjahr so langsam eure letzte Möglichkeit, das zu tun. Der neue Möbelbau wird auf jeden Fall anders. Wir kriegen, glaube ich, dieses Modell ja den hier noch, oder den haben wir noch. Und es kommt noch ein Columbus 601 ohne Aufstelldach. Der ist aber auch bei mobile.de mit online. Was ich aber auf jeden Fall sagen will, ist, wenn man oben das Aufstelldach hat, macht es natürlich keinen Sinn, hier ein Zusatzbett zu nehmen. In dem ohne Aufstelldach haben wir es mit Zusatzbett bestellt. Und dann zum Beispiel ist es so, dass ihr hier einen echten großen Kleiderschrank bekommt. Und das, was den Columbus insgesamt besonders macht, mal abgesehen davon, dass die Bank sehr gut zu klappen ist und mit sehr starken Federn, wie ihr gerade gehört habt, ausgestattet ist, ist wirklich so, dass wir hier ein automobiles Sitzen haben. Und das ist eine der Sachen, die mir wirklich in unserem aktuellen Auto so ein bisschen fehlt. Das Westfalia hier, wahrscheinlich liegt das so ein bisschen an der Historie mit Ford, mit dem Nugget, mit Mercedes, mit dem Marco Polo und ja auch mit historisch den ganzen California, die Westfalia für VW und Mercedes alles gebaut hat, dass dort automotive Standards angesetzt werden. Und das merkt man halt in dieser Sitzbank schon. Sie ist zum einen verhältnismäßig breit und sie ist auch verhältnismäßig ausgeformt. Und hier ist es wirklich so, dass man auch lange Strecken mit 2 Kindern nebeneinander machen kann oder eben auch mal einen Erwachsenen neben die Kinder setzen kann. Das ist in unserem jetzigen Auto, klassische Wohnmobilsitzbank, deutlich enger. Dass dann hier auch zweimal Isofix mit dazugehört und sowas brauche ich jetzt an dieser Stelle, glaube ich, nicht erwähnen. Das ist sogar fast selbstverständlich. Und was für mich noch eine absolute
Alleinstellung dieses Autos ist, ich setze mich mal, du musst mal kurz dahin, dass ich hier mich rübersetzen kann, ist, dass ich hier, und das ist im Prinzip schon der entscheidende Unterschied, dass ich hier durch kann, ohne mir den Kopf zu stoßen. Mega gut. Normalerweise, machen wir hier mal ein bisschen mehr Platz mit dem Tisch. Normalerweise haben wir ja hier quasi den Querträger. Wir blenden mal ein Bild von einem Columbus mit dem Fach hier oben drüber ein. Wenn ihr auf das Skyroof verzichtet, das ist ja auch fürs Modelljahr 24, 25 was man weiterhin haben kann, kommt eine super praktische Ablage. Mit dem Skyroof habt ihr halt deutlich mehr Licht und Luft, aber verzichtet dafür auf Stauraum. Für große, kräftige Menschen wie mich ist das aber echt eine tolle Ergänzung und ich finde das total schön, diesen großen Raum zu haben. Und dafür, dass wir hier in einem 6 Meter Kastenwagen sitzen, haben wir echt das Raumgefühl eines großen modernen Teilintegrierten, finde ich. Und auch beim 540er Columbus ist das echt nochmal eine riesen Erweiterung des gefühlten Lebensraums. So dass ihr hier vorne halt wirklich eine tolle Sitzgruppe habt. Den Wagen haben wir jetzt mit dem Schwenktisch bestellt. Das heißt, hier mit der rausklappbaren oder rausschwenkbaren, sonst würde er ja Klapptisch und nicht Schwenktisch heißen. Mit dem rausschwenkbaren Tisch, den ihr natürlich auch wegnehmen könnt. Und auch eine Westfalia typische Eigenheit ist, dass es immer irgendwo im Auto einen Platz gibt, wo ihr den Tisch nehmen könnt, hinstellen und arretieren könnt, dass er während der Fahrt nicht stört und auch das Verletzungsrisiko für hinten Mitreisende deutlich reduziert ist. Und was wir hier in der Sitzgruppe noch sehen, ist, dass wir echt viel Licht haben. Wir haben 1, 2, 3, 4 Lesespots über mir, 5, 6 Lesespots hier an der Seite, die indirekte Beleuchtung da, die indirekte Beleuchtung an der Nasszelle. Dann haben wir hinten nochmal über der Küche 7, 8, 9, 10, auf der anderen Seite 11, 12. Also wir haben alleine 12 Spots. 1, 2, 3, 4 solche Lichtleisten plus die indirekte Lichtleiste. Also ich würde sagen, grob geschätzt 20 Lampen, die einfach von taghell bis hin zu, guck mal hier in den Küchenblock, schöne Ambientebeleuchtung, alles machen. Und die ganzen Ambientelampen sind zentral über einen Dimmer gesteuert, sodass ihr das Ganze auch abends deutlich zurücknehmen könnt oder tagsüber zum Arbeiten haben könnt. Die Küche, um da gleich mal weiterzumachen, wenn ich schon so praktisch hier stehe, ist ein klassischer Zweiflammenkocher mit Piezo-Zündung natürlich und daneben ein schönes quadratisches Waschbecken. Es ist nicht quadratisch, es ist rechteckig, Verzeihung. Und dann eben die große Küchenarbeitsfläche, wo wir wirklich, selbst wenn das Waschbecken und der Kocher in Benutzung sind, habt ihr trotzdem noch, was ist denn das, fast 80 cm echte Arbeitsfläche, die hier zu nutzen ist. Und der ganze Küchenblock bis hier vorne ist sogar 1,57, also einfach eine gewaltig große Variante. Hier im vorderen Bereich mit einer schönen Besteckschublade. Und dann die beiden Schubladen darunter sind genau das gleiche, die mache ich jetzt nicht auf. Den Stauraum da haben wir gesehen und drüben der Kühlschrank, ein ganz klassischer Kompressorkühlschrank, ich glaube 95 Liter Volumen. Da blenden wir euch jetzt einfach nochmal einen Schwenk drüber ein, aber das ist ein normaler Kompressorkühlschrank. Und das eben nochmal vielleicht ganz klare Aussage mit dem Thema Kompressorkühlschrank, mit dem Thema Dieselheizung. Warmwasser-Dieselheizung heißt, wir haben außen unterm Fahrzeug eine Heizungseinheit, die erhitzt eine Transportflüssigkeit sozusagen. Und dann haben wir im Fahrzeug Heizkörper in der Sitzgruppe, in der Nasszelle und hinten unterm Bett. Ganz klassisch Konvektoren, wie ihr das von zu Hause kennt. Und dieser Wagen ist jetzt zusätzlich natürlich mit dem Winterpaket bestellt, was für mich, ich will nicht sagen obligatorisch für einen Columbus ist, aber eine Sache ist, die ich euch absolut ans Herz legen würde. Dann kommt noch ein zusätzlicher Heizkörper unterm Fahrersitz. Und die Fußbodenheizung mit dazu. Das heißt, ihr habt hier ein super konstantes Raumklima, wo über eine Dieselwarmwasserheizung der Möbelbau erhitzt wird. Das heißt, wenn man die Tür aufmacht und die Temperatur rausgeht, bleibt der Möbelbau warm. Das heißt, in dem Augenblick, wo ich die Tür wieder zumache, wird es auch deutlich schneller wieder wärmer. Und bei einer Warmwasserheizung habt ihr halt ein konstanteres Raumklima. Und bei einer Luftheizung, ein klassisches Truma-System, wird die Luft aufgewärmt und damit ja quasi auch in gewisser Art und Weise ausgetrocknet. Das heißt, hier ist das Klima prinzipiell das wahrscheinlich etwas bessere Klima. Das System ist ein bisschen träger als eine Truma-Heizung. Dafür gibt es aber sogenannte Booster, die ihr hier oben am Bedienteil mit ein- und ausschalten könnt und damit eben das Auto auch dementsprechend schnell aufheizen könnt.
Wer genau wissen will, wie das alles funktioniert, wir haben verschiedene Videos mit Aufheizgeschwindigkeiten und sowas gemacht. Neulich gerade zum Beispiel beim Westfalia Meridian, wo wir wirklich die Zeit gestoppt haben, wie schnell er von unter 0 auf 17, 18, 22 Grad Raumtemperatur geht. Und es ist immer wieder beeindruckend, wie angenehm das dann auch in der kalten Jahreszeit in so einem Auto ist. Übrigens wäre das auch eine tolle Variante, wenn ihr sagt, der Columbus gefällt mir, aber ich will das Weiße nicht, sondern ich hätte es gerne ein bisschen cremefarbener. Oder vielleicht ist mir das auch ein bisschen zu viel. Der Westfalia Meridian ist der gleiche Grundriss, hat auch die gleichen Features mit der Dieselheizung und Warmwasser-Fußbodenheizung und all solchen Sachen, ist aber nochmal eine ganze Ecke, also spürbar günstiger. Schaut euch das auch nochmal an, da verlinken wir euch auch nochmal ein Video. Ja, ich glaube, hier über die Sitzgruppe wissen wir jetzt alles. Vorne über den Fiat würde ich gar nicht so viel erzählen. Ihr seht auf den ersten Blick, wir haben das große Navi. Das heißt, wir haben eine Rückfahrkamera, wir haben eine Klimaautomatik, wir haben den Cupholder, wir haben einen digitalen Tacho. Wir haben alles, was das Herz begehrt. Schaut euch da einfach auch nochmal die Ausstattungsliste genau an. Was wir uns gemeinsam hier nochmal anschauen sollten, wäre das Bett hinten und die Nasszelle, dass ihr da auch eine Idee habt. Und dafür wechseln wir jetzt einmal die Plätze und zeigen euch, wie es da aussieht. Die Nasszelle, das weiß ich aus eigener Erfahrung, ist absolut ausreichend auch für große, kräftige Menschen. Westfalia macht sich das Leben hier nämlich verhältnismäßig einfach und hat keine Schwenkwand, kein Raumbad, keine Schiebetoilette, sondern wir haben eine ganz klassische Nasszelle mit allen Vor- und Nachteilen, die das mit sich bringt. Der größte Vorteil einer klassischen Nasszelle ist, wir haben eben all diese Dinge nicht, weil egal welche Lösung man macht, egal wie schön sie technisch ist, unterm Strich nimmt sie natürlich auch einen gewissen Raum weg. Das heißt, wenn ich einfach nur eine Toilette in einem quadratischen Raum stehen habe oder rechteckigen Raum, dann, wobei hier ist er tatsächlich fast quadratisch. Mein Sohn hat gerade all diese Unterschiede in der Schule und ich merke, dass man sprachlich manchmal etwas ungenau wird. Es ist tatsächlich so, dass man natürlich mehr Bewegungsfreiheit in der Toilette drin hat. Das hat aber natürlich den Nachteil, in dem Augenblick, wo man duscht, habe ich keine feste Wand. Aber, und das muss man halt auch ganz klar sagen, wenn ich mich jetzt hier reinstelle und hier dusche, ihr müsst euch jetzt den Holzboden unten einfach mal wegdenken, macht Westfalia das so, dass wir nur zu der Wand hin den Vorhang haben. Das heißt, ich habe die volle Bewegungsfreiheit und dieser Anschmiegeffekt von dem klassischen Vorhang ist einfach nicht da. Und ich muss zwar mehr trocken wischen, aber ich habe halt auch mehr Raum beim Duschen. Und für mich war das eher eine positive Erkenntnis, dass ich diese ganzen anderen Dinge kaum brauche. Ich bin jetzt gespannt, wie es in unserem Turbo Vario wird mit dem Schwenkbad, weil mit meinem, sagen wir mal, kleinen Bäuchlein ist natürlich die Schwenkwand auch was ein bisschen im Weg ist. Vom Sitzen, dadurch, dass die Toilette drehbar ist, guck mal, man sieht das hier, glaube ich, auch ohne, dass ich mache mal die Tür so zu, dass ihr mit reingucken könnt. Quasi Voyeurs-Optik. Sieht man schon auf Anhieb, dass das gut passt. Und längere Beine als ich fahren in der Regel in einem 6 Meter Kastenwagen nicht mit. Das Waschbecken ist klein, aber passt. Die Dusche ist eine separate Duscharmatur. Hier oben sind 2 Schränke hinter. Seit wir die Autos mit Aufstelldach haben, haben wir auch ein Fenster in der Nasszelle. Viele schöne kleine Features, die absolut cool sind, so wie sie sind. So, das ist die Nasszelle. Und jetzt hüpfen wir abschließend nochmal gemeinsam kurz aufs Bett. Achso, und was wirklich schön ist in der Nasszelle, durch die indirekte Beleuchtung, wenn es nachts im Auto dunkel ist und das noch ein bisschen gedimmt ist, kann man wunderbar ins Bad gehen, ohne dass man so ein geblendetes, helles LED-Licht hat. Ich behalte jetzt mal meine Schuhe an. Was Westfalia geschickt macht, ist, dass wir hier kein Fenster haben und da kein Fenster haben. Das ist toll, weil es mehr Liegelänge ist. Das ist nicht so toll, weil bei einem Auto mit Aufstelldach natürlich hier oben einfach eine Dachhaube fehlt. Das liegt in der Systematik der Sache, das kann auch kein anderer verhindern. Bei unserem eigenen Auto sind wir am Ende tatsächlich hingegangen und haben auf der Seite noch ein Fenster nachgerüstet. Das haben wir für ganz wenige Columbus gemacht, aber sollte das euch bei der Nutzung dieses Autos am Ende des Tages fehlen, ist das technisch auf jeden Fall möglich. Ich habe immer super gut drauf geschlafen. Wir haben von hinten die Fenster und dadurch, dass hier kein Schrankelement ist, hat man eben auch nach vorne ausreichend Luft. Kombiniert mit den ganzen Lesespots und Licht und allem, glaube ich, ist man da über jeden Zweifel erhaben. Und das ist ein Bett, was für 2 Erwachsene richtig schön ausreichend ist. Und um da auch ein konkretes Maß zu haben, von der Wand da hinten bis hier vorne haben wir 1,46.
Also absolut ein schön großes Auto. Und dann haben wir doch nochmal unseren, kriegt er auch nochmal seine Aufgabe hier. Hm, 85 cm. Das kann eher nicht sein. Das probieren wir nochmal. Erinnerst du dich, wie heißt er? Messi. Messi sagt, es hier 1,93. Kommt ungefähr hin, weil ich immer knatsch zwischen die Wände gepasst habe. Alles Weitere, was an Fragen für dieses Auto auftaucht, klären wir am besten im Gespräch. Wenn ihr euch jetzt fragt oder sagt, so am Ende des Videos, das sind Autos, könnte ich mir für mich gut vorstellen. Was müsste ich denn für mich noch machen, damit das eine richtig runde Geschichte ist? Zum einen die ganz klare Aussage, lasst uns erst eure Ausstattung zusammenstellen, dann ziehen wir einen dicken Strich drunter und dann machen wir ein Paket draus, was für euch passen wird. Zum anderen die ganz klare Aussage auch mit dazu, hier muss man nicht mehr viel tun, weil wir alles, was den Fiat angeht, fertig haben. Wir haben das Fahrwerk fertig, wir haben die Optik fertig, wir haben Radio-Rückfahrkamera, die ganzen Dinge vorne. In meinen Augen, wir haben die Solaranlage schon drauf, wir haben eine Markise schon dran. In meinen Augen fehlen hier zwei Dinge. Eigentlich eine Sache fehlt und eine wäre eine Option. Wir müssen uns auf jeden Fall über das Thema Batteriekapazitäten unterhalten. Ob man vielleicht losgeht und sagt, wir machen eine Lithiumbatterie rein oder eine zweite Wohnmobilbatterie. Auf jeden Fall, wenn ihr nicht dauerhaft auf Stellplätzen oder Campingplätzen steht, reicht die eine serienmäßige Batterie in meinen Augen nicht aus. Da müssten wir gemeinsam ran. Da ist die Welt halt sehr breit. Deswegen entscheide ich das immer erst zusammen mit demjenigen, der sich für das Auto entscheidet. Und das Zweite, das ist eher was so aus der Erfahrung unseres Autos. Ich finde es total angenehm, eine Gasaußensteckdose mit dabei zu haben, weil wir den Gaskasten, wir hatten uns ja von den riesengroßen Stauraum angeguckt, der Gaskasten ist hier drunter. Wenn ich die Gasflasche rausnehmen will, um draußen zu grillen, muss ich das Bett hochklappen, nach hinten schieben, Deckel auf, Flasche raus durchs Auto und das Ganze wieder zurück. Wenn wir losgehen und hier auf der Seite eine schöne Außengassteckdose machen, könnt ihr euren Grill einfach nehmen, zack, ranstöpseln und draußen losgrillen, ohne euch hier drin um irgendwas kümmern zu müssen. Das wären die beiden Modifikationen, die ich für mich noch machen würde. Bisschen Haken und all solche Dinge richtet sich jeder selber ein. Aber dann, denke ich, ist dieses Auto einsteigen, losfahren und ganz viele schöne Touren haben. Und vielleicht wird die Saison 2024 schon genau eure Reisesaison. So, das war der Columbus 601. Modelljahr 2023, 2024. Das ist alles so ein Mischmasch momentan, auf jeden Fall mit dem aktuellen Möbelbau. Wenn ihr sagt, gefällt mir gut, aber ich möchte gerne noch was anderes Neues bestellen, schaut euch auch die Videos von der Tagung an, wie ab Sommer, Spätsommer der neue Möbelbau wird und guckt euch an, was für euch die richtige Lösung sein könnte. Erstmal schöne Grüße aus Stove. Vielen Dank fürs Zusehen und bis bald.